Und ich gucke hier am Handy nach dem Chat. Dann bekomme ich euch mit. All right. Well, we have Joe Shelley here, who's the game director for Diablo 4. We have Tiffany Watt here, who's our associate production director for Diablo 4, and then of course Rod Ferguson. Also, Rod Ferguson, er ist der Chef sozusagen vom Team und er ist der Community Manager, der sau oft Updates gibt und so. Er hier postet eigentlich immer die Patch Notes und beantwortet super viele Fragen auch. Yes, it's one of the things I'm very passionate about. I work with a very, very large live ops team that goes beyond just the Diablo 4 team. So definitely congratulations to everybody across Blizzard that's been supporting us. Ach, sie gehört gar nicht zum Diablo-Team, okay. Lots of time spent in the war room. Lots of time with Adam. Adam was... Which is, you know, it's a penalty unto itself. A penalty, yes, it's the worst part. No, it was... Warum sagt man zu Rod nur Lead Designer? Ja, das ist die offizielle Bezeichnung. Aber er ist sozusagen der Erste auch, der in den Credits aufgeführt wurde. Really cool to finally launch this game, work with so many people to bring it to so many players. So congratulations to everybody, and I'm really glad that everybody is playing. Ich will sagen Diablo-Hoodie. Yeah, I think like, you know, we have sort of in a way a great game and a great launch. Hallöchen, right? No-Skill. Sometimes you can have a really awesome game. Hat die Lieder designt, genau. You don't get to experience that great Die game the way Lieder. you want to. And so I think these are two great people to represent that 90 rated game and then the ability to play it since it was launched, you know, so it's awesome. And yeah, thank you so much to everybody who play. So Klumpenhaste. Lead Designer, Lead, das englische Wort Lead von wegen Führung. Also er ist die Führungskraft sozusagen des Teams. Der Chef. What happens to a game that gets 350 million hours of play against it? And so, you know, obviously when you're making the game, you can't apply 350 million hours of playtime against it to find, oh, maybe this balance isn't quite what we wanted, or this feature isn't working quite the way we want. And so we wanted to take this opportunity to kind of talk about, you know, now that we've seen it out there by the way, it's only been 10 days. And, you know, we talk about the Diablo 4. This launch is really just the beginning of our journey. Wer ist nebenher noch am Looten und Leveln? Macht das ruhig, Leute, macht das ruhig. Und die Musikinstrumente hat er auch aus jeweils einem Mammutbaum geschnitzt. We're working on expansions. Notice that was a plural Ach, der macht einen Soundtrack. And so all that stuff is going into the future. And so the fact that we love the feedback. We're on day 10. Also er sagt, Feedback ist geil. Aber sie konnten auch nicht alles testen. If I can stay on my soapbox for just 1 second. Can I stay on my soapbox? Yes. I do want to I think one of the conversations we can have is around the expectation around changes, because I find in a live service like this, in Tiffany's world, the notion of a hot fix, which is, how would you describe to somebody who maybe doesn't understand, whenever Adam's we're doing another hot fix, what is a hot fix from a player's perspective? So there's a lot of issues that we are able to hot fix on the server, whether it's server code or server data. Jetzt erklären Sie, wie Patches und Hotfixes funktionieren. A little bit quicker. Obviously, we want to make sure that the fix is solid, doesn't break anything else in the game, that our QA team has an opportunity to run through it and ensure that if we roll it out, when we roll it out to the servers, to all of our players, that it actually improves the game and fixes the issue that we've come across. Also ultra leise habe ich ansonsten noch nicht gehört. Client fixes. Nee, ist top. Those ones are just, it requires an update to the actual player's nee, alles client. Gut. Okay. In both cases, for the most part, they are seamless so that players can get that change while they're playing the game. I'm sure you've noticed sometimes when you're logging out that your Battle.net client will pick up an update or you'll pick it up on your console. So the next time that you log in and play Diablo 4, you pick up that client update. Hotfixes im Hintergrund as you're playing and you're doing server transitions, as you're going through the world, you'll automatically pick up that update. In both cases, should be seamless and something that we work very, very hard on. Client fixes tend to take a little bit more time to get out to our players. We want to treat all of our players. I mean, I'm a console player myself. I know that Joe Shelley plays on console. Ferguson plays on console. And PC. Super important that we get these fixes out to our players at the same time so that everyone that plays Diablo 4, regardless of how they're playing, can experience the same game and the same quality of experience. I think for the client, what we call the client, so the way you're playing on your device, that because we support multiple platforms, we have to often go through certification, and so that's one of the things around pacing that we have to oftentimes pre-plan out
what we're fixing. And so das ist einfach deren Studio, so wo die immer die Livestreams machen. Certification pass. Again, it's meant to be seamless. So occasionally we'll have some hiccups as we, but it's sort of philosophically, it's something that we decided as a team that rather than bringing the whole game down for an hour to roll out a server change, we would do sort of this sort of rolling changes. And 9 times out of 10, no issues. Occasionally, based on just the scale, like we haven't worked at the scale before, and so sometimes when you're refreshing this number of servers with this number of players on it, we could hit a hiccup, and we've hit a couple, during launch that. But our intention is to keep the game up all the time and just try. Ja, okay. Also die sagen im Prinzip nur, dass sie mit Patches nicht die Server offline nehmen wollen, sondern die Patches sozusagen auf einen warten, dass man sich ausloggt, dann kommt der Patch drauf oder der Hotfix, sodass man nicht rausgeschmissen wird vom Server. Und finde ich eigentlich ganz gut, wie die das bis jetzt machen, den Hotfixes und den Patches. And so that's something that's gone through certification. It's out there. It's going to address a lot of things, including performance. Server sind ja wirklich selten offline. It's so big. We're actually talking about there's the potential we may actually choose to have a maintenance window and say, like, we're going to bring the whole game down. VFR finde ich auch. Die haben wirklich gute Arbeit geleistet. Like you have an artifact of said patch. I do. Am I ruining your agenda, by the way? Danke für die Follows, Leute. Okay. Er hat sich voll die Notizen gemacht und Rod Ferguson labert einfach erstmal eine halbe Stunde über Hotfixes. Okay. Alter, der hat richtig viele Zettel dabei. Chunky patch. It's very chunky. Chunky is the perfect way of describing Okay, die arbeiten an einem krassen kleinen Patch. A lot of things, and this right here is actually it's Alter. 13 pages, but it's not even done yet. But it is just an early preview of kind of what we're putting together. Der hat einen 13-seitigen Patch dabei. Okay. Können wir uns auf einiges einstellen. But we do have a lot of different topics we did want to talk about. Er ist vorbereitet. We're talking about stuff that actually reacting to what's going on as opposed to things we already knew we wanted to fix. And the other thing I wanted to at least let other people know is we were in this initial launch window, so hotfixes were coming super quick, at a rapid pace. Ja, gerade kommen sehr viele Hotfixes. We had this many players hitting the game, a lot of things kind of crop up, and we were wanting to kind of get those hotfixes out. Same with the small client patches. I know a lot of people are going but it said further Schriftgröße 94. Das sah schon nicht so klein aus. Things keep Oder so up, groß. things keep up with players, and we keep stability on the actual servers as players are playing over the weekend, and we have a lot of traffic and things like that. So, ja, also den kleinen Patch heben sie sozusagen auf. Something like further bug fixes and stability. That's not include. It's not like that bug fix includes a change to Whirlwind or something. Yeah. It's some bug with a name that is comprehensible to our engineers got fixed, right? And so it ends up not being very useful to go into a lot of detail about those. But anytime there's something that's we changed the barbarian, that we call that out. Yeah, if there's player. Okay, also wir werden wahrscheinlich nicht die 13 Seiten von dem Patch bekommen, sondern eher nur die Sachen, die für uns relevant sind. Some at least how launch has gone and feedback that we've gotten from the community, we've heard a lot of different topics within the community itself. People just Haben schon etwas zu der Mobdichte und was Ihre Meinung dazu ist? Nee, wir sind gerade wirklich am Anfang noch. Noch keine spezifischen Infos zu Feedback. We want a balanced game where there's no meta and every build is viable. And everybody's like, yay! And they're like, we've reduced the power of this class. And we're like, what's going on? Table flipping. We have a philosophy of as part of balancing the game, whether that be the world or the classes, there will be pluses and minuses that have to be applied to the Wir reden über das Balancing. And the notion of, oh look, I remember Destiny 2 had Loot Cave, and we're like, there's a Loot Cave, let's just sit here and farm. Ja, das stimmt. Destiny 2 mit dieser Loot Cave. All day long, and ja. that can't. Das gibt's halt auch in Diablo mit den Loot Dungeons, sage ich mal, in geringerer Form. Right, and so that's a problem that they fixed, and you understand eventually why they did that. I think there's some of that when we have 350 million hours playing against the game, and we go across your intentions from a design perspective about how do you want players to be gaining XP? Vielen Dank, kann kein Englisch. Ich versuche so gut wie möglich zu übersetzen, ohne die Leute zu unterbrechen halt, ne? What we started to see was that a player pattern that was
non-ideal. It was like a player like that you wanted to sort of that was being revealed through play, like that amount of play. Okay, also Sie sagen halt, manche Sachen, sowas wie Loot-Dungeons oder besonders gute Dungeons oder andere Balancing-Probleme kommen dann halt erst ans Licht, wenn so viele Spieler gleichzeitig zocken. Ja, und deren Ziel ist, sehr viel Varianz zu bieten für die Spieler. Dass eigentlich jeder Bild gut ist, aber das bekommt man ja eigentlich nie hundertprozentig hin. Geht ja gar nicht. You know, sometimes people will say like, well, can't you, anytime something is too strong, Sascha, die findest du im Schrank neben deiner Kiste. In theory you can do that when you have many classes and many builds, and you have one thing that is too strong. The process of buffing everything else is likely to result in more balance. Guck mal jetzt, reden Sie über Nerfs versus Buffs, was man lieber machen sollte. Ja, genau. Okay, also das ist das typische Problem, was auch in meinen Kommentaren öfter mal gesagt wurde bei Diablo 3. Wenn du ein Bild hast, der super overpowered ist, dann kannst du nicht alles andere auch auf die Stufe buffen. Sonst hast du alles mit 65.000% Schaden. Sondern eher die Sachen runterziehen. Aber jetzt sagt er auch, Sachen, die nicht funktionieren, wieder buffen. Right. You know, when I came here today, I was thinking about, I don't have a shirt like this, but I thought about like getting a shirt and then writing, it's time for the buffs. It's time for the buffs. Okay. Das finde ich gut schon mal, so eine Aussage. Also, er will auch ein paar Sachen jetzt buffen, es wurde genug genervt erstmal. You're never invited to one of these. But seriously, erstmal mussten die Sachen genervt werden, die einfach zu krass overpowered waren. Und jetzt können die Sachen gebufft werden, die vielleicht nicht so gut funktionieren. The community has called out through various formats, through videos and top community discussions. Forums, which we really appreciate. Anyone who posts on our forums, we are completely scouring our forums for feedback and so forth. Posts on social media, on Reddit, conversations that people are having. Die haben absolut viel Feedback aufgeschnappt von allen möglichen Quellen. Haben sie auch immer wieder darauf geantwortet, so ich bin gespannt. Minion Necro wird auf jeden Fall, also muss eigentlich gebufft werden, ganz ehrlich. Nee, Sascha, bitte nicht einlösen. The biggest one I think that people have been talking about the most has been around dungeons. Okay, Dungeons. Now, like we've had a großes few Thema. Fixes, and by few I mean 4 in a row. Yes. Ja, viermal hintereinander wurden Dungeons geschwächt, genervt. Gerade die Monsterdichte immer runtergepackt. Ja, Elite Pack Levels, da sagt das. Immer weiter runtergeschraubt, immer weniger Dichte. Ja. So, aber jetzt wurde es viermal hintereinander genervt. So, jetzt haben sie eine Baseline, okay. Aber jetzt bitte alles durch die Bank wegbuffen. The expectation was, oh, Nightmare Dungeons are the end game. That's the place I'm going to go, you know, quote unquote farm. But right now the normal dungeons, ja, genau das ist es. So high, ja, man spielt die Normal Dungeons. Die normalen Dungeons spielt man jetzt anstatt die Albtraum Dungeons. Ja. That's a technical term, slightly out of whack, but sie müssen andere Endgame-Aktivitäten besser machen, damit die attraktiver werden. Minion Necro Buff wird bestimmt gemacht. Some side dungeons had dramatically more elites than other side dungeons, and so it really felt like if you're thinking about efficiency, it only made sense to farm those. Ja, wenn man Effizienz mag, macht man die normalen Dungeons, ist halt so. Nightmare Dungeons have, first off, actually, you know, the significant majority of our players haven't finished the campaign yet. Die meisten Spieler haben die Kampagne noch nicht durchgespielt. Krass. Da fühle ich mich nicht so schlecht, dass ich sie gestern auch erst durchgespielt habe. Ja, die Hardcore-Spieler sind jetzt schon auf Level 100.
been experiencing this. Genau. Und was die halt erfahren, werden die ganzen Casuals in den nächsten Wochen noch erfahren. Deswegen ist deren Feedback auch so wichtig. To be highly replayable, right? Through the sigil affixes, through the variety of Nightmare. Bin gerade erst im Akt 3. Lasst auch da ruhig Zeit, ganz ehrlich. Alles gut. Ich muss mit meiner Freundin noch Akt 1 erstmal spielen. Ja? Wir sind da noch ganz am Anfang. Great place to farm, including if you want to farm dungeons over and over. If you want to loop dungeons, Nightmare dungeons are set up to be good at doing that. That's the intention. Yeah. So, ein Crit gibt es bestimmt, aber nicht so viele. Die Kampagne ist auch echt gut, Rob. Okay, also sie wollen Nightmare Dungeons definitiv effizienter machen als die normalen. Das ist doch schon mal eine gute Aussage. Right, so this is a great point. So in order to, when you think about efficiency, if you think about XP per hour or XP per minute, XP pro Stunde, das ist Effizienz. What it looks like. You can't just look at the XP that you're getting from the Nightmare Dungeon, because you have to spend some of the time traveling to that Nightmare Dungeon. In fact, geht auch immer um die Zeit, die man hinreisen muss. Das ist immer das Nervige bei den Nightmare Dungeons. Bitte gibt uns da direkt einen Teleport hin. So that can also have Teleport in Gruppensuche. Thinking about the efficiency aspect of it, of XP per hour or loot per hour, of sort of making it hard to justify choosing a Nightmare Dungeon that's far from a teleport point. Sure. So the second thing that we're going to do here is we're going to modify the way that sigils work, so that they Siegel sollen anders funktionieren. Nightmare Dungeons on use. So they teleport you, or do they create a place to waypoint to the dungeon? They will create a waypoint that allows you to teleport. But yeah, tatsächlich, mit dem Siegel kann man sich teleportieren zu Albtraum-Dungeons. Halleluja. But the effect is that you'll be able to teleport. Immerhin eins von beiden Sachen bekommen. And you'll be able to loop from the end of a Nightmare Dungeon into your next Nightmare Dungeon. Ja. If you want to loop them. Okay, man kann direkt vom Ende eines Albtraum-Dungeons zum nächsten mit dem Siegel. But you'll be able to go from Nightmare Dungeon to Nightmare Dungeon without traveling between them. Right. Endlich. Man muss nicht mehr zwischen den Nightmare Dungeons, zwischen Albtraum Dungeons hin und her reisen. Und die werden auch noch gebufft. Okay, so we're improving the rewards from Nightmare Dungeons to make them more what the intention was. That's the place to farm. Die sollen die effizienteste Methode sein zum Farmen. Need to have a travel time because a waypoint will appear in your party. Okay. Right. Like the waypoint one in particular sounds like a reasonably large change. So from a player perspective, what should expectations be about, hey, that sounds awesome, or at least for me, I'm responding, that sounds awesome. I don't know if they agree yet, but I think that sounds awesome. So what kind of timing, what range of timing are you thinking? It is, you know, Tiffany was just talking about like the kinds of things that we can do very quickly and easily. Das ist was länger dauert. But this is something that's really important to many of our most dedicated players. And so we're working very hard on this right now, actually, and yesterday as well, to get it in before Season 1 launches. Oh. Bevor Season 1 rauskommt. Yeah, so I know. Krass. Tiffany and the live ops team I know have been working really tough on working a lot. Danke Sassy fürs Reinposten. You know, specific updates before Kartoffelclub, aber der ist schon voll. And scheduling those out and everything. So yeah, the Nightmare Dungeon changes that Joe Albtraum Dungeons werden überarbeitet. Sehr gut. Monsterdichte erhöht, mehr XP, soll das effizienteste sein im Endgame und man kann sich zwischen den hin und her teleportieren. Super wichtig. Wirklich, Leute. Kind of incentivizing, and with Nightmare Dungeons XP being buffed, and it should be a new the way that players end up needing to want to kind of grind or farm specific things. They have the Nightmare Dungeon options. Okay, also Albtraum Dungeons sollen im Endgame das Beste sein, was man machen kann. Season 1, we're saying mid to late July. So ja, we're saying hoffentlich gibt es da noch change ein Datum. happen anytime between, you know, in the next whatever 4 weeks or whatever. Correct. So that's what we're focused on. But again, okay, irgendwann in den nächsten 4 Wochen soll diese Änderung kommen. Das wird ein großer Patch. Bis dahin sind allerdings noch die normalen Dungeons die effizienteste Methode.
we want to go as quickly as possible, but we also have to go as safely as possible. Das muss alles getestet werden. So if people, I use the phrase, don't shake the jello, which is a notion of like your jello mold is trying to set, and if you keep poking it, it won't ever stabilize, it won't ever set, and that's kind of the thing we worry about. Ein Wechsel zwischen 2 Sets und Skillung wäre auch nice, absolut. Wenigstens sowas wie ein Loadout-System, dass man die speichern kann, die Sachen. Wäre super. Diablo, momentan haben die nur gesagt, in Albtraum-Dungeons soll das erhöht werden. QA and proper testing to make sure you're not shaking something out of alignment, because I think we've had that. In den Flüsterbaum nicht effizient, naja, nicht wirklich. Vor allem nicht zum XP-Farm. So that's something we want to be as responsive as possible, but we also want to be as safe as possible and make sure. Ein Loadout-System wäre echt geil. I mean, shout out to Hotfix 11 for fixing some of the things that we may have broken the previous one. The teleport should take you to the dungeon. Dann kann man das Pferd verkaufen. Ach, das braucht man sonst. Yes. Das braucht man bestimmt immer noch. Major shout out to our QA team because we have put out, I think as you just said, 11 hotfixes and ja. I want to say 11 Hotfixes schon. Krass. Definite kudos to them. Ja, wirklich eine Menge. Speaking of Season 1, so. I am looking forward to it. I'm a Necro player as well, I believe Rod is. Ja, so, Necro. You know, definitely looking through that chonky patch to make sure that Aufgepasst. my class gets buffed, as Jim said. Die wollen eine Necro but, buffen. You know, I've been collecting renown. You just promised. Do you realize what you just did? Yes. Ja, sie hat gerade richtig schön angekündigt, dass der Necro gebufft wird. Und bekommt dafür erstmal Ärger. I'm looking forward to Season 1. I am curious, because I think a lot of the community is curious, you know, will I have to recollect all those? Ja, jetzt wird's angesprochen. Do I get to carry over those primary Niemand will Ansehen erneut farmen. Niemand will die Karte nochmal aufdecken. Rod, what's Season 1 gonna look like for me Rod, when I roll a rogue? Komm. When you roll a rogue, well, I mean, one of the cool things you and I both experienced a lot with our Necro play is the blighted corpse problem, right? Yes. Which is the, I think Josh calls them one of the cool things. Well, no, it is a cool thing. I think Josh calls them corpse farts, but like he's like, I'm trying to get through this with corpse farts. It's not my favorite term, but anyway, but we know that the opaqueness of that effect is sometimes can be. Ach so, da geht es diese dunklen Lachen vom Necromancer. Ja, die sind viel zu dunkel. Da kann niemand durchsehen. I'm just like judoed that question. Yes, you totally did. Das irgendjemand in meiner Gruppe macht beim Weltboss, ich hasse es. That is included in one of our upcoming patches. It is a bug. I know there was some Die discussion of verpestete Leichenexplosion. It's not intentional. Okay, es ist nicht beabsichtigt. Making it a little bit easier in general. Das wissen wir ja schon. Be able to see which of the dangerous effects on the ground, making sure that's always readable to the player. So making sure our sort order is correct. You know, if there's a fire enchanted, which is it's the affix that always gets me. That I can definitely see it, because right now with all the corpse farts on the ground. See how easy it is. That is canon. I can. It's very difficult for ja, diese dunklen Lachen auf dem Boden, da sieht man einfach nicht durch. Und das ist ein Bug, das soll gefixt werden. Gut, aber Leute, ihr wart schon dran an den Seasons. Lenkt doch nicht ab, Rod. Bitte, back to Season 1. So, danke sehr. One of the big questions, I think, especially new players, if you've played Diablo 3 before. Ja, Diablo 3-Spieler kennen das, aber außer Diablo 3 und Path of Exile macht niemand solche Seasons. There may be new balances, especially like in Diablo 3, they changed how sets work and all these sorts of things. There's an interesting, like, I want to go back and experience this. Wir haben so viele neue Spieler, die nicht wissen, wie Seasons funktionieren. That's still true in Diablo 4, that idea that there's that sense of progression and going back and trying something new, experiencing the new mechanics in the world. Ja, man sieht den Charakter echt nicht mehr, Rob. Because otherwise it becomes this huge sort of power creep. But obviously, part of the feedback is people now are starting to complete the campaign and they're starting to look forward to Season 1 coming mid to late July. They're wondering, like, wait, when we talk about resets, how do I think about the renown system in particular? Ja, and so bitte. One of the things, Ansehen, nicht zurücksetzen. What will bitte. happen is that I think we started off in one place and we're kind of ending up in another place, which is kind of interesting. Is we started off from hey, we want as much of that feeling of progression as possible, so rediscovering things. Am Anfang haben sie gesagt, ja, alles soll zurückgesetzt werden, aber I think we're starting to feel with alt characters that ja, genau. Schon bei anderen Charakteren nervt das. And like the Lilith altars doesn't necessarily feel great, and so that's something we're going to do, and we'll be continuing to evaluate what sag mal was Konkretes jetzt. Be reset as part of that. Much like once you complete the campaign on one character on your account,
you can skip campaign from every character from there on through every season, and I think basically, I guess I won't promise expansions, but I believe expansions too. Not to lock stuff in too early. But that notion that you only have to complete, that's kind of the thinking we have. So right now for Renown, what we're talking about is as we go into season 1, when the amount of the fog of war that you've lifted on your map, the amount of the map that you've exposed going into the season in the Eternal Realm will be what you see in the season. So you don't have to go and reveal the map again. Die Karte bleibt aufgedeckt. The only capitals and waypoints, I think, will be active, much like it is now. So, but you'll see them; they'll just be gray. So, because there's so much reward you get for claiming one, we still want you to go claim that waypoint. Nochmal die Teleporter aufdecken von mir aus. Lilith, which is basically those will stay as well. You don't have to rediscover them. Altäre von Lilith bleiben auch. That's always been true. The notion around the benefits you get from a altar of Lilith, like +2 intelligence or +2 dex. Those stay with you for das bleibt sowieso. much like the renowned system. Ja, das wussten wir schon, dass das bleibt. Aber die Altäre an sich konnte man auch nochmal aufdecken. Und dann hat man Ansehen für bekommen. Das war nervig. Go get those skill points, go get those potion charges. Those go with you. And what's kind of cool is that what we're talking about is we'll preload you that renown. So, right, so if I could get, I'll make up a number, this is totally made up, 1,000 renown through Fog of War clearance, when I start up season 1, my map will be clear like it is in the Eternal Realm, and I'll already have 1,000 renown in my. Okay, geil. So your renown. Das war wichtig. Right. Will still show, fog. Was ist mit Nebenquests? Of the map to be discovered. Right. It will just give you credit for the ones that you already discovered, and that will translate into starting the season if you have been Hammer, gut. Previously. Karte, aufgedeckt, Lilith-Statuen. Bleiben und das Ansehen dafür bekommt man in der Season direkt. So those are the base of the two major that you get credit for. Like we're gonna das ist schon mal wichtig. Altars and Fog. Ja. So Okay. side quests, those are something that's still reset. But we're Nebenquests. Maybe that's something else we could potentially. Nebenquests resetten. It's something that I think we'll continue to evaluate. Ja, macht die Nebenquests auch. Nee, Nebenquests machen keinen Spaß. Also nicht nochmal. Why do I have to do this again? Yeah. And I mean, I think that's something that it's pretty clear on exploring the map and the Altars of Lilith. Yeah. I think it's less clear on some of those other things. I know as one personal preference. I mean, when I skip campaign on a new character, I kind of use the side quest to kind of create my own campaign playthrough. Like it gives me a little more direction. Ja. Again, one person. Wenn man die Kampagne skippt, hat man mit den Nebenquests noch ein bisschen Kampagnen-Feeling, aber so and just to muss nicht sein. Clarify on the altars of Lilith, like obviously players who and how it works right now is if you collect an altar of Lilith, you get the stat bonuses or whatever bonuses that mach ich you überhaupt. have in those carried 100%ig. over. But now with the additional changes, it will be showcased. The ones that you've actually visited already will now showcase on your map already. So it ends up at least covering off of that, of course. And then, as Rod mentioned, the Fog of War items will be kind of carried over, or not carried over, but removed from as you kind of create new characters. And in terms of timing, I guess for some of these, when were we kind of looking for? That's season 1, right? So it would be. Yeah, we're looking to get that for season 1. An interesting point here is that that change will also affect alts after it goes in. Oh, nice. Perfect. Yeah. Das betrifft auch andere Charaktere, thank God. Very cool. Well, wie wichtig. I know, aber halt erst dann, ne? Erst zu Season-Start. Pull out the cookies. What I want, say you want some energy cookies, you want some s'mores? Also ja. I think one of the things that I'm especially encountering too. Cordrion, genau. Karte bleibt aufgedeckt, Teleporter muss man nochmal machen. Like probably at least the bottom row of my inventory tends to be the gems I've collected along the way, and I know that creates some tension. Bitte in terms of gebt uns eine Juwelentasche, Edelsteintasche. So I know they're the quick answer is always I want a gem tab or how do I ja, different places? Edelsteintasche. But it sounds like we're doing something. We're thinking about it differently. Okay, was macht ihr? Yeah, we're looking at. Jetzt kommen gerade die wichtigen Infos. Inventory tension, essentially, things that fill up your. It's a design. Yeah, it's a design term. Anyway, it's basically stuff that clutters up your inventory. Sure. Schweinebillmann, danke für dein Abo.
important, awesome stuff that we built and has all kinds of interesting gameplay, but has the effect of taking up lots of space. Sure. It's not, like gems. Perfect segue. I got there. We got there. For example, random idea, gems. Like gems. Ja, sie wollen anscheinend keinen extra Tab für Edelsteine machen, aber sie wollen es anders lösen. We're establishing the baseline expectations. Oh, no, okay. I think we should just go low. Yeah, we can While only we're go not so answering the low. question, I still haven't got these cookies open, so Ach, jetzt isst er seine Cookies, oh Mann. When we think about gems, there are many colors of gems, there are many echt seine Cookies, ne? qualities of gems, and this can have the effect of taking up lots of inventory space. So, what we're looking at here, and this is a longer. We talked about fixes that have different time horizons. This is a longer term one. Ach nee, das dauert länger als Season We're looking 1. to get it in around Season 2. Season 2 erst. Kommt die The idea Edelsteintasche. is to change the way you acquire gems so that they are show up in your materials or currency tab rather than inventory. oh, like when you collect veiled crystals. So rather than it even being a thing that you collect in an inventory, it's now just part of your materials. Right, and then the way that will work is you go to the craft your gem in the same way that you do today, and you just use a certain amount of that material. So, it's similar to Rot ist echt der the Beste. amount of equivalent like actual gem inventory slots that you're using now, Right. but as materials, and you can use that to craft the gem that goes into It's kind of a win-win because it's saving you inventory space, but it's also saving you stash space. Because right now, Ja. I'm just like filling up my stash Ist so. with gems. Yeah. But now if it's just Edelsteine kommen überhaupt nicht mehr ins Inventar, sondern sollen eine Währung werden, there's been die ihr automatisch aufsammelt und unter Herstellungsmaterialien aufgelistet werden. Oh, I didn't understand there was caps. Like, I am not. Finde ich gut. to have 10,000 Ich finde es nur veiled crystals, schade, but dass es erst in I Season know 2 passiert. that there are, and they're realizing like, oh, you can only carry 10,000, and there isn't a way to put veiled crystals into the stash or whatever to do with it. Like, what is the thinking around caps? Because sometimes it's like, oh, we were trying to force you to go do an action. We like much Ich finde like den Ansatz auch opals gut. thing now, like, oh, you go roll something because your more opals are falling, but. I don't think that doesn't feel like that's the same for veiled crystal. As an example, veiled crystal. Like, Ja, Venom, das ist immer noch geplant. Immer neuen Charakter. The materials aren't. There's no particular reason to cap the veiled crystals at 10,000. Ja, besser natürlich als in Season 5, klar. We're just gonna make that bigger. Yeah, so we're upping the material caps for that, which we've seen a lot of players, especially players that are like level 90 plus. As you're going through dungeons, you're obviously gonna naturally just pick up a lot of gear, and you're gonna salvage a lot of that as well. Yeah. So you're gonna get to those specific caps that are currently in the game. So I know a lot of those changes are going to be really beneficial to players who put in a decent amount of hours on those characters, or even if they're already at max level at 100 and they're still farming gear or looking for gear on that. Sorry, dass ich nicht so viel auf den Chat eingehe. Ich will ein bisschen zuhören, lifting of the caps. damit ich euch Bescheid gebe. I think we have that in That's actually that's coming before season one, one. right? Yeah. So Okay, also generell Materialgrenzen sollen angehoben werden, noch vor Season 1. Das betrifft jetzt nur Leute, die schon über 90 sind. Die kommen manchmal an eine Grenze vom Material her. Wenn du die ganze Zeit halt Sachen wiederverwertest. Da gibt es anscheinend eine Begrenzung für, wusste ich gar nicht. This has actually been an interesting conversation also that I did want to bring up is we've had a lot of people, especially like content creators and others that have kind of been a little confused on how things like resistances actually currently work within the game. Okay, es geht um Widerstände. There's a lot of people that are actually prioritizing other 1000 ist der Cap auf Materialien. 99999, okay. Also 10.000 sozusagen. Okay, soll auch noch angehoben werden, finde ich gut. Albtraum-Siegelstaub hast du heute die Grenze erreicht, krass. Would rather use my emerald for thorns than Mac-User, ich glaube, das kommt nicht. production, like plus 14% resistance, whatever. Like I know my instincts are to go to the more tangible thing initially, and I guess sometimes it can be subtle that people don't pick up on the one-to-one. Like, hey, I know exactly how this is affecting my play. Like, is that? Yeah, the resistance case is one where the system has a lot of different inputs,
And there are some of those have multiplicative scaling. Juwelenstacks auch unbedingt erhöhen, ja. Und wie man die danach herstellt, wahrscheinlich sagt man, welche man davon herstellen will mit den Materialien, die man hat. Resistances as they go up higher in world tiers, which is why there's an effect on your resistances as you go up in world tiers. Oh, that might be clear to some people. It's like that. So basically, as you move up in world tier, your current level of resistances will get sort of right, and so that you have to kind of reacquire that resistance. Yeah, and what we're seeing right now. Ja, Widerstände sind doch useless. Because of the way all of these, there's also an effect where your armor provides physical resistance and also provides half that amount of elemental resistances. And because all of these things are interacting in a complex way, it can be hard for people to figure out exactly how they work. Right. But regardless of that, the way that it is working in practice is meaning that resistances are less valuable than we would like them to be. Okay. Für sie sind Widerstände zu wenig genutzt. This is something that's going to take a little bit more time. Zu unnütz. To sort of dial in the right solution for. Und die wollen die ein bisschen wichtiger But machen. they're still valuable in the short term. It's not like they're like not worth it at all. Yeah, what happens is as you get. Aber ich sage am Schluss vom Stream nochmal alles, okay? Ich fasse nochmal alles zusammen. World tiers, you're seeing the value drop off more than we intend for it, and so that's where we're going to see some changes. Right, and so because we need to go slow on that kind of a change. Ja, Sie haben schon was gesagt zum Season Reset. Thinking from a time horizon on that. That's going to be something that we see around Season 2. Right. Okay, also das soll zu Season 2 auch kommen. Also managing expectations. The reason why you hear things like, hey, we found something, or we're hearing something, and we're talking already about Season 2, which again, we're talking about quarterly seasons, so that's going to be in the fall. Like why? Wir wollen Resistenzen effizienter machen und wichtiger. Pretty much Darum finishing geht's up gerade. Season 1 right now. In order to be able to put it through certification, the way that we do our release candidate testing, like Danke für die ganzen Follows ahead of übrigens, the Leute. game, and the fact that we're only, let's say it's mid to late July and we're already sort of mid-June, so we're like 4 weeks away. It can take a couple of weeks to get through CERT and everything else. So also in 4 Wochen ist schon die Season 1 und dann so bewahren Sie sich ein paar Änderungen für Season 2 auf. Wie die Edelstein-Sache. Ja, ich werde auf jeden Fall dazu nochmal ein Video machen. Alles zusammenfassen, keine Sorge, Leute. Wird dann morgen kommen. It may come a little bit later than you're thinking because of the fact that we have to be so ahead of the game in developing this content for you. So that's why you're hearing stuff like Season 2 means Season 1 is pretty much done. I mean, it's done from a development perspective, and now it's just in the QA and certification. Season 1 ist schon fertig. So that's why we talk about Season 2 as the next sort of window to put stuff out like this. Yeah, and I know a lot of people are going. I'm seeing chat now going like, why not Season 1? Why not Season 1? It's the perfect explanation for it because in er hat gerade erklärt, warum nicht alles in Season 1 kommen kann. Something up to get it ready for people to actually play it, and we obviously have to do a lot of testing for it, certification and so forth. So just a reminder for everyone, like development is a process. It's an iterative process. An iterative process for sure. That's also a good point. When we think about seasons, one of the things that we think is most important is delivering new content. Right. Because that is new stuff for everyone. Like, if we want to make sure that every season is delivering new content, and then on top of that, bring in important fixes, bring in some quality of life improvements. And so, I know that I've seen some lists, like people have helpfully made like some lists, like here are a bunch of quality of life fixes that we would like, or that would help me, as a player. Herr Renner, danke für dein Abo. So I think what you'll see is that over time, as seasons roll out, you're going to see those. Like we've been talking about with Season 1 and Season 2, you're going to continue to see those things. You're not going to see a season that's like, sorry, we didn't make any content, but here's a bunch of fixes. Yeah, and because we think the content. Meine Freundin hat gerade einen krassen Boss geschafft in Horizon. That's the big thing. Is like Diablo 4 just launched. It's and we have a lot of stuff. Also Mitte Juli Season 1, ja, aber kein konkreter Termin bis jetzt genannt. Kannst du deren Video etwas lauter stellen? Ja, kann ich machen. Ein bisschen geht noch.
And so, like, that doesn't mean it's not going to show up. It doesn't mean the iteration and evolution of these things aren't going to continue. Like, we're going to keep evolving the game, as fast as we can and as safely as we can through seasons. Sag mal, ob es besser geworden ist. Ich kann ansonsten immer noch ein bisschen lauter machen. And expansion. So, just because there's something not there today doesn't mean there's no intention to put it there in the future. Yeah, we definitely evaluate the level of effort and the amount of risk for all of the changes, and that's kind of how we determine, is this hotfixable? Perfekt, okay, sehr schön. Kein Unterschied. To be fixed and adjust on the live environment right now? Is it something that would be better to wait until our next? Ich hoffe, dass die Resistenzen nicht ein Muss werden. Ja, ich finde das auch unnötig. Ne? Resistenzen haben noch nie Spaß gemacht in Spielen. And we want to just, like Joe was saying, it's kein aufregender super Wert. important that we deliver quality seasons with tons of great content to our players. Ja. So it's also super important that we don't rush something out. Sie wissen, dass Seasons sehr wichtig sein werden. Da muss ein krasser Content her. Bin so gespannt. Very, very long list of things that we want to get to. And like Rod was saying, I worked on D3 for many years, and we improved it over time. And I'm actually looking forward to the point where we can start putting in a lot of those improvements that people are asking for to get it to a super, super polished game. Ja. Sie wollen noch viele Sachen, die Community fragt, machen. Gut, das ist eine vage Aussage. Hot Topic. Because a lot of players are playing hardcore. Hardcore? And, we have seen Server Disconnects, oder? Whether it could be a disconnect or a player might be Leute, die Hardcore spielen, die ihren Charakter durch Server Disconnects verlieren. Super ärgerlich. Or maybe they have a service issue or something from their side. I know that there's like a lot of questions related to disconnection, death protection, and so forth. Geiles Wort. It's a thing that we've been looking Disconnection, at. death We've been looking at protection. everyone's clips, even the painful ones where we're like, oh no, that's awful and so forth. But I know we've been looking at potentially doing some work on that from that end. Yeah, so there are okay, Sie machen da ein bisschen was. Here. There are, we've seen some cases where a hardcore hero died. Ja, ich versuche euch das danach sowieso zu übersetzen, which is a bug. falls ihr es da nicht gehört habt. We've seen potentially some bugs with situations where you should be immune, but you might have died. Investigating both of those. Ich meine, der Spieler, der als erster auf der Welt Level 100 Hardcore erreicht hat, hat seinen Charakter durch einen Disconnect verloren. Dann hat ja jeder mit Alt F4 einen DC. Ja, das ist halt die Frage, wie sie das dann machen, ne? Dann kann man halt Hardcore ein bisschen cheesen, aber besser als andersrum, oder? Besser, man kann Hardcore cheesen, als dass man in Hardcore so leicht seinen Charakter verliert. Anywhere between you and the server, right? Ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung gegen sowas. So those can be especially frustrating. And we have already a mechanism in the game that allows players to escape from boss fights that has very strict controls on it in terms of being a consumable item. Ja, es gibt Consumables und sowas, wo du schon abhauen kannst von Bossen. It's called the Scroll of Escape. This is a hardcore only Scroll item. of Escape. It's a consumable scroll. You can use it at any time and teleport to safety. You can bind it to your mouse wheel. It's important to bind it to the... It's very important to bind it. I do recommend binding it so that you don't das run ist halt die into an Frage issue dann, where ne? you Wie sie das might umsetzen. potentially use like an emote Instead of I mean, you go out with style. I mean, like, you're going out. Und klar, Diablo 4 ist gerade mega. So we have this mechanism. Der Roller Frucht brauchst du kein Alte 4, genau. Das ist quasi schon Alte 4. Try out something that's extremely difficult in hardcore. And that allows us to have things in hardcore that are very challenging. Ja, eigentlich sollte das Spiel das auch erkennen, ob das ein echter Disconnect war oder... Ich meine, wenn du ein Stromkabel rausziehst oder Internetkabel, hast du auch ein Disconnect. Why would I go and do something where I might die? There's certainly lots of risk there and it's very exciting. Right. But, I mean, I could just get a little stronger first, right? So ja, genau. Odesi, da sagst du es eh schon. Mit der Potion kannst du es eh schon ein bisschen cheesen. Also... Scroll of Nope. You're like, nope. Können sie eh schon eigentlich, finde ich, so eine solche Mechanik einfügen, dass man nicht mehr stirbt bei einem Disconnect. This is the place where we want to add disconnect protection. Ja, Disconnect Protection, wichtig.
if you get disconnected, and this is essentially for any reason. Ja, egal welcher Grund. Your cat pulls the Wi-Fi right out of the wall. Now, Auch I want to clarify that it's not Only cats. the disconnect case is Ja, okay, da sagt das. and it's a very complex situation in terms of determining what's happening. Sure. So this is not perfect situation. Es ist nicht perfekt, ja. Du kannst es nicht perfekt umsetzen, wenn du sowas, 100%. wenn du Spieler davor beschützen willst. But what should happen is that when we detect that you've disconnected, Also wenn jemand one of these scrolls of escape in your inventory, LAN-Kabel rauszieht aus dem it will PC, trigger, hast du einen Server-Disconnect, even though you weren't dann bist du there to beschützt. trigger it will consume the scroll, so they can't just do this as much. Alte 4 eigentlich auch. And it will teleport you to safety. Right. So when you log back in after the lightning has subsided, you should be in town. Und das ist die bessere Lösung, denke ich. Man kann zwar damit schießen, man kann Hardcore damit übelst schießen, aber wenigstens kannst du die Leute beschützen, die halt wirklich einen Server-Disconnect haben. The sigil change is that one of the concerns, if we didn't put the right rules around it, is that if a sigil automatically teleported me somewhere, I could use that to escape hard content. You know? And so we always have to. That's part of it. It's not everything is intuitively like, oh, I instantly get it, go do that. You have to go like, wait, there's a bunch of edge cases and things that this can be abused, and we have to manage that too. So. Okay, that sounds good. So I'm Mr. What's the time window on that, Joe? That's my role now on this. Campfire chat is Rod. Like, when are you getting that done? Ja, ist auch wichtig, immer zu fragen, wann das rauskommt. For the disconnect protection. Wer spielt denn Hardcore, um dann zu cheesen? Ja. Macht man höchstens für die Trophäe oder sowas bei der PlayStation, ne? Mache ich vielleicht dann. Or a teleport, a death during loading screen or something. Those are things that we're investigating right now. It could be hotfix, but it could be sooner than that. Yeah, those could be sooner. Also das könnte auch ein Hotfix sein. Ja. Ganz ehrlich, die Leute, die sich Hardcore verdienen wollen, machen das sowieso nicht. Also finde ich das eine gute Sache. Alright, I know I got a few more. Wurde schon was über Legs oder Rubberbanding gesagt? Nein. Sure we hit on all these topics. This is obviously really important for the community, and I know that they want to hear about them and so forth. But higher my cache is higher level than me. Yes, that is a very ja, genau, zum Beispiel. Wenn man Weltbosse besiegt, Weltenstufe 3 und 4, warum droppen dann die Kistchen auf so einem höheren Level? This is a bug. Ist es ein Bug? So, Okay, ich dachte, das wäre gewollt. In an upcoming a planned patch. Yes, that's right. In the planned patch? Planned patch. You will be able to open 13 pager. Is that what in a planned patch. Okay, im nächsten You Patch will be able to open caches from world bosses. kann man dann Now, die Truhen von Weltbossen direkt aufmachen. It may still be higher level, At least but you there's can sell it, or- yeah, and there's a variety of things you can salvage. Some of the stuff in the caches isn't gear. You'll be able to use that immediately. But at least you can open it and see what's inside. And it gives you something. Aha, okay. Die Sachen könnten immer noch ein höheres Level sein, aber man kann es schon mal aufmachen. Get up to that level. Das ist aber gut. Das finde ich gut. Gute Lösung. I know. So scaling is a huge topic. I'm just diving right Is in. it maybe two? Scaling. Is that where you're going? What are we doing? Oha. Scaling is Habe ich nicht erwartet, dass Sie darüber reden. Players have talked a lot about. Like, Ja, ich mag Scaling persönlich nicht so gern, aber ich verstehe, warum es drin ist. The sense of power that you have. I think one thing that we actually talked about earlier, I think addresses some of the scaling questions we have, which was like nightmare dungeons are that way of also feeling powerful as you're kind of progressing through them, because you can obviously go into higher level nightmare dungeons, and you'll be able to slowly but surely, get your way through. Fand es gar nicht so schlimm, da hat man mal den Anreiz auf Level 80 zu leveln. Ja, da ist auch was dran. Aber dass man die schon mal öffnen kann und dann können die Items ja immer noch Level 80 sein. Like, hey, I might be like a level 25 druid, but level 18 gear is dropping. And there's a lot of like attachment to item level or to the actual level required. Dass man Level 25 ist und Level 18 halt Drops bekommt. The item power, and I think it's a topic I wanted to bring up just Item Power. Ja, Item Power ist ein gutes Topic. Actually, really the number that people should be really focusing on, as opposed to Item Power ist wirklich ein bisschen kompliziert. Diesen Breakpoints und so. Potentially find a higher item level requirement with a lower item power itself, and that's one thing I think that will help
with people when they're focusing on trying to become more powerful is really going for item power, focusing on that specific number. Ja, das stimmt, Jaded. Because I know a lot of people have been discussing it online and everything. And that's what gets when you upgrade at the vendor, like the item power is what's getting upgraded. Yeah. And so it's kind of nice sometimes that you can get a slightly higher item power on a slightly lower level item because it gives that lower level character a bit of a bump and those sorts of things. Yeah, the item, the required level for an item does loosely correlate with the power of the item in most cases, but there are many situations where that's not accurate. Right. And so it's better to look, as Adam was saying, at the item power of an item. Ja, also die Item Power ist das Wichtige, nicht das Level. Adam brought up Druid. Aber sie ändern da ja jetzt nichts, oder wie? One of the things I know I hear quite a bit about is there's a thing where Okay, jetzt geht es um den Druiden. Loot Table. Ja. Beim Druiden bekommt man immer Uniques vom Barbaren. Offensichtlicher Bug. Yeah, there are a couple bugs where certain barb uniques can drop for druids that we're fixing. And that's going to come in before. Und das kommt? I know. You know what I was going to say. So when's that happening, Joe? It's going to come in before Season 1. Okay. Ja. Any planned patch. Vor Season 1. Also im nächsten großen Patch. Joe, can I expect to occasionally see uniques or legendaries drop for other classes? Yeah, you will. Ja. That's a really good point. It's these changes are not you will never ever see Ja, okay. for another class. Also, man kann immer noch natürlich Sachen bekommen von anderen Klassen, aber das beim Druiden ist einfach ein Bug, dass der die ganze Zeit Barbaren-Sachen bekommt, ne? Das weiß doch auch jeder. Wird gefixt im nächsten Patch. Awesome. Ich finde auch, Jaded, ich finde das auch eine bessere Lösung, ja. Don't hate me, Ted. A future hotfix is what we'll say for right now. Im nächsten Hotfix, nicht im nächsten Patch. Also das ist schon sehr, sehr bald. Vielleicht noch diese Woche. Social features. Nicht diese Woche, nächste Woche. Looking like type of features has been a topic. Some people who may not be in like a clan or something like Social that. Features auch eine gute Sache. To actually join a clan, or maybe some of their friends. Ich mag das nicht im Clan, dass ich die zugespammt werde mit deren Herausforderungen. Gruppenfinder. Auch eine Sache. I know that the team obviously is looking into future social features for the game itself. We just need more iteration time, more time to actually think about how we want that to actually be available, how accessible it should be, and so forth for players to be able to jump into some Dungeons with maybe randos. Ja, Dungeons mit Randos, Gruppenfinder. Wer sagt das? I know it's a topic that a lot of people have been talking about, but we are looking into it in terms of items. Okay, gucken Sie sich an. Complexity too. Like that's why again, it's one of those things where you want to make the right choices and take the time to do it right. And it did feel like as a social features, it felt like it's one of those great places to evolve and iterate into. Ja. So I think that's a lot. Was ist nun mit dem Necro-Buff? Ja, gell? Da haben Sie nichts mehr zu gesagt. Das war ein Bug. Lol, dachte immer, das war gewollt. Nee, das war nicht gewollt. Dann kann ich wieder Druide spielen, genau. And the other big thing I know that schon überlegt, den Druiden hochzuziehen, um eine Brust für den Barbar zu bekommen. A little bit of some like performance and like stability items. It's a team that we have like this Performance, auch wichtig. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten in YouTube, dass die ganz viele Performance-Probleme haben auf der PS5 zum Beispiel, dass das Spiel ganz oft abstürzt. Oh, danke für eure Primes, Andy und Oldman. Danke, danke. Danke für den fetten Support. And again, if you guys actually have any of those issues on your end, Hallöchen, Jesse. Feel free to post those in our forums. Droppen auch Jäger-Sachen, ja, das ist we scour those all throughout the day. It's customer service, it's QA, it's community, and we're actually providing all this information over to those teams, giving as much information. Andersrum, mein Kollege hat nie Probleme auf der PS5 und ich habe, bei mir habe ich einen DC, okay. Performing very well while I'm playing Diablo 4. If you Xbox auf einmal crashes. Extra information, computer specs, etc., where it may have occurred, and details and so forth. The DX diag on the forums is really helpful. Yes, because a lot of times, sometimes there's expectations around how much memory do I actually need, how much VRAM do I actually need, and sometimes like actually because of the way we do seamless server transitions, sometimes if there's
Nur so ein Ruckler bei Gebietswechsel. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Aber auch das könnte gefixt werden. Ja, das stimmt auch. Kann auch Serverproblem sein, weil du tatsächlich von einem Gebiet ins andere den Server wechselst. We run on very low end, which like being able to go all the way down to Gen 8 to going to very high, and each one of them have their own different sets of requirements, and we know that by weil klar, Diablo 4 ist immer noch ein PS4-Spiel, ne? Das ist ganz krass. Like playing with like what is this texture level? You know, does it help or hurt? Those kinds of things, but manchmal, wenn es ins Inventar geht, so ein Freeze. Manchmal, ja, wenn man das Inventar geht oder die Map aufmacht, stürzt bei mir auch manchmal das Spiel ein. Ja. Meine ich, löst das Spiel ab. Okay, also auch das soll verbessert werden. Zurzeit ständig Rubberbanding in Dungeons, okay. Also Performance soll auch verbessert werden, das war aber abzusehen. Ja, vom Chat, Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr im Chat Fragen stellen. Aber ich glaube, der wird jetzt zugespammt und sonst was. Wie viel gucken eigentlich gerade zu? 32.000, nicht schlecht. Hauptsache die Kekse sind da, das stimmt. Rod versorgt die Leute. No, he eats Outback. So you're saying you wouldn't want another one? Outback is so good. Tiff and I have this thing about Outback Steakhouse. It's fantastic. I know I'm okay. He needs to read the questions. Yes, I do. Danke, Defender, für deinen Prime. Und danke fürs Starten des Hype-Trains. Going through at least some of the questions and continue asking questions. So, jetzt ein bisschen Q&A. We actually have the community team is actually going through. Diese Probleme habe ich nicht bei mir, sind hauptsächlich bei Dungeons, okay. Und das ist top auf der PS5. Ja, es betrifft auch nicht viele. Ich habe nur manchmal Abstürze. Zum Ende des Streams leiden alle an Zuckerschock. Weil es zugreifen könnte. Ich würde auch einen nehmen. Also, da muss so viel kommen an Fragen. Respekt, dass er den Chat überhaupt liest. Necro, komm, frag gleich was über Necro. Well, I'm hoping it sounds. Why are you like sounding it out like a 4-year-old? The necrologics, why is that so hard? I mean, it's like logics or something. Can we teleport to people without going to town first? Is that can be an option in the future? So we're carefully looking at the teleporting. We want it to be easy to meet up with friends. The waypoint in town is our normal way to move to places. I don't know that everybody knows this, by the way, because I've had to explain it to people. That it's actually, once you know what it is, like I get if you know it, you're saying like, can I optimize it? But if you don't know about it, like it's really cool that when you join your friend's game, I'm giving Joe Tumby some more. When you join your friend's game, you might be in a separate place of the map than they are. If you go to the capital city or any of the capital cities, they will have a portal to them waiting to the side. Das wusste ich auch nicht. So you were like, oh, I want to join your game. Oh, where are you? Oh, I'm somewhere over here. Just hit down. Wenn ihr dem Spiel eines Freundes beitretet, dann ist in der Hauptstadt immer ein Portal direkt zu denen. Wusste ich nicht. Und die Frage ist, ob man, wenn man dem Spiel beijoint, nicht direkt ein Portal zu denen machen könnte. Statt durch die Stadt. Anyway, so I interrupted your answer to give you time to eat your cookie, but are you thinking about optimizing so you can do more direct hooks? Ist aber schon alt. Ich wusste das nicht, dass es geht. We aren't planning to change that. Ich bin noch nie jemandem gejoint. But it's this, as Tiffany was saying earlier, this is a game where we are continuing to support it and provide things for years to come. Manche schalten so die Maps frei. Ja, da ist was dran, ne? Da ist was dran. We have a question from Old Greg's Place. Kann auch ausgenutzt werden. That's an easy name. That was good. Yeah, there's an underscore after Greg's though. You don't have to pronounce it. I don't want to go like place. Are you guys planning to buff any kind of resource generation, be it from passive or gear? Resource Generation Waffen. We have a variety of buffs coming in a future patch. Oh, mehrere Buffs kommen.
I'm just saying you alluded to buffs, but we're not being specific, so now it's going to be a lot of speculation, which is That's great. true. It's in the top secret document that Adam has. A lot of this. Okay. Also der Necro wird wahrscheinlich auch gebufft, aber sie sagen noch nicht genau was. Builds, including builds that that have issues with resource generation, should keep an eye out for things that. Also Builds, die ein Problem damit haben, I want to be careful here though, Ressourcen zu bekommen. Resource generation is one of those stats that can very quickly invalidate resource use entirely. Okay, yeah. It's very easy to end up in a situation where you have resource generation that exceeds any possible resource costs. And while that can be fun in certain situations, like it can be fun to. Ich meine, das mache ich beim Jäger die ganze Zeit, ne? Dass ich 4 Sekunden lang keine Ressourcen verbrauche. Das ist geil. The game ends up being less interesting because you have fewer. Aber ja, wenn ich das die ganze Zeit hätte, dann wäre es zu overpowered. There's a lot of people still mentioning mob density and so forth in chat, and I do want to just at least clarify. Weiß man schon was wegen Kampagne und Seasons? Ja. Muss man die jedes Mal neu spielen? Ja, das musst du. Die Kampagne kannst du bei jeder Season überspringen, aber du brauchst einen Charakter. And from that baseline, like we move up. It's not a Spielt jemand Rogue? Like we're gonna continue going down or something like that. So, Joe and I had this conversation recently. Just like it's a combination. And, correct me if I get this wrong, but it's not just about like, as we think about Nightmare Dungeons and rewards, it's not always going to be like, this one monster is now worth 1 million experience points. There may be times where you want that to be 5 monsters worth 200,000 experience. Bleiben die Kodexe? Nein. Wurde zumindest nicht gesagt, dass die bleiben. Deswegen glaube ich nicht. It's something we're continuing to look at. To clarify, the changes to XP that you'll see before Season 1 will increase the XP that you're getting per monster, per elite monster in Nightmare Dungeons. Ja. It won't increase the total number of monsters in Ach so. Also called the density. Also. But that is something that, as a result of the changes that we had to establish a baseline, we do have the ability to tune in the future. Right. Okay. Are you guys planning to continue quarterly update style? Name? Who's asking? Oh, sorry. In Albtraum-Dungeons sollen nicht die Monsterdichte erhöht werden, sondern man bekommt mehr XP pro Monster. In Albtraum-Dungeons. Aber möglicherweise packen sie die Monsterdichte auch nochmal an, jetzt wo alles auf einer Baseline ist. Im Minimum. And those, like for instance, our next one will be about Season 1. Ja. When you guys do actually. I kind of, so I'll speak as one person. I kind of like, not necessarily, Campfire Chat aside, I kind of like the more active stream to a 9-page blog personally. And so having dev streams where we can show cool features and talk about them and interact a little bit more versus go read this novel. Like, I like them. I love what we did. I love the transparency because we couldn't necessarily do streams before. But if I had to choose between an 8-page blog and a 45-minute stream, I would choose. Also es werden immer noch Entwickler-Livestreams kommen. Zu Season 1 bald. Regionsfortschritte auch weg. In der Season bleibt der Regionsfortschritt. Die Karte bleibt aufgedeckt, wenn du sie einmal aufgedeckt hast. Guts Claymore asked this question. Thank you, Guts. Will we get more options to change our character's appearance within the game? Don't want to make a new character just to change my character's face, hairstyle, etc. So there are some options for re-customizing your character through the wardrobe. You can't change everything about the character there. That's something that we'll continue to look at ways that we can improve over time. You can also expect to see new options for markings and jewelry and things like that, and obviously armor and things. In the shorter term, there'll probably be more. When you do a character create, there'll be more options, like as we go through it. But Aha. Die wollen den Charaktereditor erweitern, dass man da mehr Optionen hat. Und beim Kleiderschrank kann man vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr anpassen als nur
Frisur und Tätowierung. Our biggest thing we want to do is get more hairstyles into the character creator. Sie wollen noch mehr Frisuren. Higher priority Freut sich Jenny. the ability to change your hair after that. Die waren das doch immer zu wenig Frisuren. I can go and get a haircut and have a different hairstyle. I don't have to roll a new me. So I understand. I understand. Some of us would like to roll a new me if I had to get my haircut. I understand the question, the desire, the goal. Oh no, and we all agree with the goal. We're just saying in terms of priorities. Are we going to add a completed side quest tab? Who's asking? Who's asking? Oh, sorry. I'm so bad at this. It's because it's. At least we all agree on something. Wir alle ihn fertig machen, dass die Namen nicht vorliest. Just like immediately move off from it. And it's a really hard name. Burn 1 N9 M4N. There we go. I'm just going to read it out like that because I'm not going to butcher the name. You put the forethought to actually look at those leet spellings in case it actually says something you shouldn't say out loud. Have you thought about it? Well, if I just say it by number or whatever as opposed to saying that, then I'm okay. Are you going to add a completed Das bitte. quest tab? Abgeschlossenen Quest-Tab, damit man sehen, was man schon hat. Unbedingt. Things that the journal, or that not necessarily the journal specifically, but that can be tracked through the UI over time to allow more situations where maybe you see something in the game and you want to go back and look at it in the future over time. That's over time. Future plans. I mean, the thing too, I think part of what's driving that, which I totally get that makes total sense what they're asking, but you don't need to do all side quests to complete your renown for that area like you can do through other things, right? Yeah. So though there's a completionist notion of, because we have some surprise side quests that you can't track. So the notion of, oh, I killed a mob, it dropped a thing, and there's no way to know that on the map. And right now, there's no way to say, oh, I'm missing that sword falling one, and people could go like, oh, go kill that wolf that drops the sword or whatever. So but if your desire for being a completionist around side quests is for renown, you can actually complete renown without doing all the side quests. Man braucht zwar nicht alle Nebenquests, aber ich hätte so gerne einen Tab mit abgeschlossenen Quests, damit ich weiß, welche ich schon gemacht habe. This is from Java Jinx. Are there planned quality of life improvements like search functions in the stash or for specific dungeons? I will tell you, like, again, this is mehr Suchfunktionen für Dungeons. These are features that will obviously be looked at, and the game is going to improve over time as we go from season to season. Cow-Level, da habe ich gleich was für euch, Leute. Quality of life items will end up kind of appearing. We'll be evaluating them all as they kind of come in. I'm going to take one last question. Noch eine. Which is, and who's it from? Who's it from? And this one I think is just a clarification from people. This is from Nexian. It says, can you just re-clear something you said earlier so we can keep all skill points, potion charges, max obols, and paragon points from renown for seasons? Right. That's an important thing to clarify. So. Achtung, jetzt wird's nochmal wichtig. The renown, so things like paragon points at the end of the renown bar. You will start with some renown. You're not going to get those paragon points that require finishing the renown bar until you fill the renown bar. Okay, well, so that's my fault because I misunderstood. So it wasn't that they didn't understand. I misexplained it. So currently, like in the Eternal Realm, if I on one character I complete the full renown bar, so I get my obols and I get my paragon points. If I roll an alt, I have those. I have the skill points, I have those potion charge, I have the obols, I have the paragon points, right now, being that are shared between my characters on my account. Some elements of the paragon system are shared between characters. Things like the. Ich glaube, versteht Lord Ferguson gerade nicht. Also give you stat points. Right, but I'm just saying that's how it works today in the Eternal Realm in terms of going between one character to another. The renown unlocks on the bottom level are account-wide, yes? In seasons, you will the things that are. Wieso redet ihr über Seasons? Sag doch einfach ja. You will still have to acquire renown to get. Warum ist es so kompliziert? Die verstehen Sie gerade nicht. For alts is different than what it will be in season reset, right? So today with alts, I clear all on my account. I get it across all my characters. So you're saying when we do a season reset, and if you clear it all on a character. Or like when you have a map that's revealed in the Eternal Realm, when I go into the season, the map will be clear. Right. I'll have the renown for that, but I won't have like potentially the max 80 obols and the paragon.
automatically unlocked because I haven't discovered enough. I haven't gone and hit all those waypoints that would fill that bar. Right. Yeah. But you will have the renown for revealing the map, and you'll have the renown for collecting the altars of love. Das macht gerade nicht so viel Sinn. Right. Wie soll das gehen? That'll trigger the other things like potion and skill points. Yes. Yeah. And Mr. Joey P, just pinged me saying like, you get the renown from the Fog of War. Sorry, who's Joey P? Is that one of the community members? Yeah, Joey P. Okay, da müssen wir nochmal drüber hören gleich. Das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht. Chico, danke für deine 100 Bits. He mentions you get the renown from Fog of War and Altars of Discovery, which is what Joe had just mentioned, but then enough to get you through the first 2 tiers of renown in each zone. So that was my fault. I thought it worked the way it works in the Eternal. Ach so. Basically, we're just preloading you a bunch of renown that will then unlock the stuff for you. I get it. Yeah. Got a pocket Joey P. Also noch besser. Pocket Joey P. Pocket Joey P. Okay, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Was für ein Cool-Level. Leute, da reden wir gleich drüber. Ich habe noch einen Tab offen mit Cool-Level. Okay, das war's mit dem Chat. Okay, eine Menge Infos, Leute. Gehen wir gleich alles nochmal durch, falls ihr es verpasst habt bisher. Am Schluss hat mich das jetzt nochmal ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. This is a game we're all playing and want to talk about. So we just want to be able to not have this like, okay, the third Thursday of every month we're doing this. Like, we just want to be able to go like, hey, let's. Okay, sie machen das spontan in Zukunft. Immer wenn es passt, machen die noch so einen Campfire-Chat. Keep them light, keep them casual. Okay. Yep, and obviously we still have the hardcore race going on. We actually posted an update on social media. Ich muss niesen. We're up there. Like 700. As of yesterday, still like 700 slots for people to make it on the statue. We're actually digging the hole for the statue on campus. So they're pouring the cement thing so the statue can go on top of. So Danke für die Gesundheitswünsche. So like Ron's always giving spoilers. What? That we're putting the statue on campus? How's that a spoiler? It's just like it's blocked off. No one can like see it. Even internal people can't see it. You know. I'm just saying it's kind of cool. I've never had that before in a game where your name, like as the development team is walking to lunch, they can see your name on the statue. I think it's kind of cool, and that reminds us of our community and our fans out there who are playing the game and. And people were like, "Oh my God, first time!" Like I get the first thing, but we abwischen den Monitor. Nein, ich habe in meine be able to enjoy the story and play the game at their pace and in meine Kniebeuge, Ellbogenbeuge, wie heißt das Ding hier? 10 days plus early access. Ellbogenbeuge heißt es, oder? Armbeuge genießt. Our production director often says it's going to be a little rock and roll, and we knew for hardcore. Bold people who decided to do hardcore like on our first day because Pro sagt Armbeuge, Kniebeuge. But we wanted people to have that opportunity. So there's still, still 700 spots. Ich mache danach, ich mache den Boss. Komm, ich mache den Boss. Danach. Today could be the day, or I'm sure we still have lots of time to get there. So. Ja, das ist nervig. Ja. Yeah, who knows? The other thing that I did want to remind people is that obviously our next developer update live stream, we'll be talking about that date soon, but we are planning for that to be in early July. We'll be going over Season 1 details. Okay. Im frühen Juli wird über Season 1 geredet. That's all. So the zombie thing, we're going to explain the zombie thing? Yeah, we're going to talk about more about zombies. Yeah. It's a really cool season. It is not. If you didn't watch the previous stream, wait, you can't have an inside joke. This is a joke from the previous stream. Right. It is not zombies. It is not zombies. Zombies was our illustrative example of what the season could be, but is not. So we were just referring to that. But yeah, so make sure to tune in for that. And of course, we'll have more of these campfire chats. There's still lots of updates that are coming here really soon. Yay, Tiffany! Keep rolling, just keep rolling. And we'll have of course all those patch notes and details up on the site once those are available. As you guys heard, a lot of these changes are going to be coming before Season 1. So we'll make sure to keep you guys informed. Make sure to follow us on social at Diablo on Twitter. Okay. Facebook, TikTok, etc. Here, smash that subscribe button for you. Subscribe button, guys. Like and subscribe. But yeah, thank you guys again, and we'll see you on the next stream. Okay, Leute, das war's. Aber ich werde jetzt immer noch die ganze Zeit reden. Einmal kurz zusammenfassen, was da gesagt wurde. Wieso du mich gerade angeguckt hast?
Yay, endlich mit einem Minion Necro Stufe 4 freischalten mit Level 66. Viel Spaß. So, also Leute, nochmal zusammenfassen, was hier so gesagt wurde. Machen wir dafür den Chat auch auf. Pack euch mal ein bisschen coolere Musik hier rein. So, ich warte darauf, dass der Stream sozusagen fertig ist. Wobei, ich kann das doch auch schon auf... Was ich machen könnte, ist auf YouTube mir den Stream angucken, oder? Dann kann man jetzt schon im VOD skippen. Warte, das mache ich mal eben. Hier, Details. YouTube. Haben die das schon live? Ist das schon online? Ja, geil. So. Da kann man jetzt nochmal durchskippen. Also, was sie halt gesagt haben, war zum einen, wie die Seasons funktionieren. Hey, Dio, danke für dein Prime-Abonnemente. Sind Seasons nicht wie der Film und täglich grüßt das Murmeltier? Ja, hat was davon, ne? Genau, das ist so. Immer wieder neue Charakter, deswegen habe ich auch nie ganz verstanden, was der Reiz da dran ist. Aber hey, andere Diablo 3 Veteranen schwören da drauf. Okay, Musik läuft. Sehr schön. So. I do, like, if I can stay on my soapbox for just 1 second, can I stay on my soapbox? Yes. I sort of philosophically, we decided as a team that rather than bringing the whole game down for an hour to roll out a server change. Ja, okay, hier reden sie nochmal über Patches und sowas. Warte mal, Kinomodus. So, perfekt. Also Leute, nochmal zusammengefasst, was alles gesagt wurde. Ganz wichtig als allererstes mal Seasons und wie diese funktionieren. In Seasons werdet ihr nicht mehr die Karte aufdecken müssen. Wenn ihr jetzt die Karte einmal aufdeckt, dann ist die Karte auch in der Season aufgedeckt. Okay, das bleibt euch also erhalten. Genau das gleiche mit den Statuen von Lilith. Die bleiben aufgedeckt. Und wenn ihr jetzt einen Season-Charakter macht, dann wird die Fortschrittsleiste vom Ansehen direkt ein paar Punkte haben, wenn ihr reingeht in die Season. Dadurch, dass ihr die Karte schon so weit aufgedeckt habt, dadurch, dass ihr die Statue von Lilith schon aufgedeckt habt. Also ihr bekommt schon genug Ansehen, um die ersten beiden, die ersten beiden Tierstufen schon mal abzuholen. Okay? Also das reicht schon dafür. Was ihr da noch machen müsst, dafür kann ich eigentlich mal kurz aufs Game schalten, um euch das zu erklären. Was ihr dafür machen müsst, ist aber immer noch die Wegpunkte freischalten. Das soll immer noch so bleiben. Wegpunkte einmal freischalten, das müsst ihr in jeder Season nochmal machen, weil das so viel Ansehen gibt, dass sie das nicht übernehmen wollten. Und dann, aber Karte aufgedeckt und Statue von Lilith bleiben euch. Also wenn ihr das einmal gemacht habt, dann bleibt das. Kodex der Macht haben sie jetzt nicht zugesagt, deswegen denke ich mal, dass Kodex der Macht zurückgesetzt wird, das wird man immer neu machen müssen. Aber immerhin hat man dann immer schon genug für die ersten 2 Punkte hier. Also Fertigkeitspunkt und Trankkapazität wird man sich immer abholen können direkt. Das ist doch schon mal super. So, und die Verwirrung entstand jetzt, wenn ihr nämlich einen Altcharakter macht, also noch einen Charakter spielt, dann, geil. Klein wurde vom Server getrennt. Perfekter Zeitpunkt. Danke, Leute. Na. Draußen eine kleine Hu-Party. So, was wollte ich sagen? Wenn ihr jetzt mit einem anderen Charakter spielt, wisst ihr was, das war gerade der perfekte Zeitpunkt, um den anderen Charakter einzuloggen. Warte, das mache ich mal eben. Damit ihr das nachvollziehen könnt. Wenn ich jetzt mit meinem zweiten Charakter reingehe, dann habe ich die Karte ja nicht aufgedeckt. Aber ich habe schon durch die Statuen von Lilith und die Sachen, die ich beim anderen Charakter gemacht habe, habe ich schon gewisses Ansehen hier. Und ihr seht das da unten sozusagen, die untere Leiste, ja, wo steht ein Fertigkeitspunkt, Trankkapazität und ein Fertigkeitspunkt, dann Obolus und Paragon-Punkte. Da unten, diese Sachen, bekomme ich über Altcharaktere, die werden accountübergreifend gegeben. Das ist bei der Season nicht so. Also das wird auch zurückgesetzt tatsächlich. Man bekommt aber direkt die ersten beiden Stufen. Ist ein bisschen kompliziert, ich werde darüber über alle Änderungen, die jetzt gesagt wurden, im Livestream auf jeden Fall ein YouTube-Video machen. Also keine Sorge, Leute, morgen werde ich das direkt hochladen mit allen Infos. Ich werde mir den Stream jetzt nochmal angucken, alles aufschreiben, sauber, dann schönes Video machen mit allen Infos, die da gedroppt wurden. Okay?
Ist nämlich ein bisschen kompliziert hier anhand des Streams, weil ich habe hier keinen Cursor sozusagen. Ich würde gerne euch zeigen, was ich meine halt. Aber das mache ich dann im Video ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall funktioniert das anders. Das mit den Seasons funktioniert ein bisschen anders als bei den Alt-Charakteren. Man hat sozusagen nicht die untere Leiste, die einem Account übergreifend gegeben wird, sondern pro Season bekommt man direkt das Ansehen fürs Freischalten der Karte und für die Statue von Lilith, die man schon gemacht hat. Ja, so. Genau. Dann haben sie noch über Buffs gesprochen, dass viele Klassen gebufft werden. Er hat hier ein 13-seitiges Dokument dabei, wo ganz viele Klassenbuffs dabei sind. Dieser Patch kommt noch vor Season 1 raus. Wann genau, wissen wir aber nicht. Da wird auch wahrscheinlich auch ein bisschen was an Builds gebufft, die nicht so gut sind, die nicht so gute Ressourcengeneration haben und wahrscheinlich auch der Necro-Minion. Oder der Minion-Necro, besser gesagt. Hallöchen Tamor. Genau. Also, Patches, Buffs. Der Druide wird gehotfixt, wahrscheinlich noch nächste Woche, dass er nicht mehr die ganzen Uniques von den Barbaren bekommt. Also, da sollte auch die Loot-Table dann sauber sein. Muss ich dann jede Season alle Dungeons neu machen? Ja. Dann Parkour sieht so aus. Sie haben aber gesagt, sie sind weiterhin für Feedback offen und vielleicht verändern sie noch mehr, vielleicht machen sie noch mehr Sachen accountübergreifend. Sie haben auch explizit gesagt, Nebenquests muss man wieder neu machen. Nebenquests wird man auch wieder neu machen müssen. Kampagne kann man ja skippen, aber Nebenquests bleiben sozusagen in der Season nicht. Wenn man die schon einmal gemacht hat, muss man die wieder von neu machen. Und da bin ich auch der Meinung, könnte man eigentlich auch in der Season übernehmen direkt, dass man die Nebenquests auch angerechnet bekommt. Meiner Ansicht nach. Denn die machen jetzt auch nicht unbedingt Spaß, nochmal zu machen. Tico, danke für deine 100 Bits nochmal. Wird die Karte und die Lilith-Statue zu Season 1 zurückgesetzt oder kann man jetzt schon die Map und Statuen entdecken? Ja, Tamor, ich habe es gerade erklärt. Kannst du jetzt schon entdecken, wird dann für Season 1 übernommen. Aber nur diese 2 Sachen plus Kampagnen-Skip. Also wenn man die Kampagne einmal gemacht hat, kann man sie in der Season skippen. Und wenn man die Karte aufgedeckt hat und die Statue von Lilith, bleiben die in der Season aufgedeckt. Wofür habe ich dann stundenlang Dungeons gemacht, wenn alle wieder gelöscht werden? Tja, für deinen Charakter halt jetzt. Das ist leider so. Das ist bei den Seasons noch nicht ganz perfekt. Ich bin auch der Meinung, es wird ein bisschen zu viel zurückgesetzt. Ich hoffe, da werden sie noch weiter dran feilen, dass alle zufrieden sind. Und ja, Kentucky, willkommen in Seasons, ne? Dann Paku. Ich bin auch kein großer Fan davon, aber Leute, die eben Seasons in Diablo 3 kennen, die wissen schon, wie das funktioniert. Und ja, Kampagne skippen kann man jetzt schon. Ja, das kann man jetzt schon mit Altcharakteren, das stimmt. Und das wird man auch in den Seasons dann können. Dann sollte man keine Seasons spielen. Ja, oder man macht die Seasons einfach anders. Denn ich habe es schon mal in meinem letzten Video erklärt. Ich habe es... Mach das später, Schatz. Ich habe schon mal im letzten Video erklärt, dass es jetzt ganz viele neue Spieler gibt, die überhaupt nicht wissen, wie Seasons in Diablo 3 funktioniert haben, die aber zum Beispiel wissen, wie Seasons in Destiny 2 funktionieren oder Seasons in WoW und deswegen überrascht sind, dass alles zurückgesetzt wird, dass das eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Ist doch völlig normal, alles nochmal zu machen. Ja, für die Diablo 3 Spieler ist das normal. Für den Mainstream ist das nicht normal. Ja. Mein Non-Season-Charakter behält aber alles. Nur die Seasons-Charaktere beginnen neu, richtig? Ja. Graziella, genau. Das ist auch ganz wichtig, ne? Also, wenn eine Season kommt, ihr müsst die Season nicht spielen. Ihr könnt euren Charakter ganz normal weiterspielen. Ihr seht übrigens auch im Hauptmenü, wenn ich hier rausgehe aus dem Spiel, Moment, das zeige ich euch mal eben. Wenn ihr aus dem Spiel rausgeht, seht ihr ja auch, dass hier gerade ewiger Realm dasteht. Also mit diesen Charakteren spielt ihr sowieso schon im ewigen Reich. Das ewige Reich bleibt unverändert, wenn Seasons dazukommen. Wird man aber die Möglichkeit haben, Season-Charaktere zu erstellen. Also neue Charaktere und da sagt man, willst du ewiges Reich spielen oder Season? Dann sagst du, ich will auf der Season spielen und dann muss man eben einen neuen Charakter machen. Und die Vorteile bei dem Season-Charakter sind, Tigo, das mache ich jetzt nicht, sorry. Ich erstatte dir die 2000 Punkte zurück. Ich will das nämlich ganz gerne für ein YouTube-Video hier haben. Die Vorteile bei einem Season-Charakter ist, dass man eben Sachen dafür bekommt, dass man die Season spielt. Also man bekommt einzigartige Sachen, wenn man
zum Beispiel Level 100 erreicht oder so. Das war bei Diablo 3 auch so. Man bekommt dann kosmetische Dinge als Belohnung. Und man bekommt auch noch den Battle Pass. Den Battle Pass wird man nur in der Season spielen können. Ja, den Season Pass, genau. Und im Season Pass kann man auch Ausrüstung freischalten. Die ist dann accountweit. Die kannst du dann auch für ewige Reich-Leute benutzen. Das ist doch nicht schlimm. Was ist daran schlimm? Einfach löschen. Wie brauchbar ist ein Season-Charakter nach dem Ende der Season? Der wird halt nicht mehr in der Season spielen können. Der wird ins ewige Reich übertragen. Wie das tolle Hackeball vom Butcher. Ja, welche Cosmetics das sind, das weiß man noch nicht genau. Dann ist er normal, genau. Der geht ins ewige Reich dann über. So, also das erstmal dazu erklärt. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz rein, wenn ich irgendwas verpasst habe. Also Buffs habe ich schon erklärt. Druid wird gefixt. Der Necromant wird auch gefixt, in dem Sinne, dass diese Leichen-Explosion-Dinger, diese schwarzen Pools sozusagen auch verbuggt sind, dass man da nicht durchgucken kann. Das ist auch ein Bug. Wird auch gefixt. Und dass man das mit den Seasons habe ich jetzt auch erklärt. So, was noch? So that's something that's gone through. Launch is gone and feedback that we've gotten from the. Ja, wird allgemein auch schon ein bisschen gequatscht. Yeah, so that's generally true. The way I would. Edelsteintasche, richtig, da fällt mir wieder ein. Edelsteintasche, haben sie gesagt, wird in Season 2 kommen, beziehungsweise mit den Edelsteinen machen sie es anders, dass die Edelsteine als Handwerksmaterialien gezählt werden und dementsprechend keinen Platz mehr in der Tasche verbrauchen. Und wenn ihr Edelsteine herstellen wollt, dann aus diesen Materialien. Und die packt ihr dann einfach direkt in die Ausrüstung und das bleibt euch dann. Was Neues? Okay, die Nachrichten wurden gelöscht, Leute. Nicht über Jennyline lustig machen. Die macht hier einen guten Job. Und das war gerade wirklich nervig mit dem Boss. So, das war die Edelsteine. Was haben wir noch gehabt? Prioritize improving choice by looking at things that are not working and making them better. Now, also, die sagen hier, dass sie die ganzen Sachen erstmal runtergenervt haben, die ganzen Klassen, die zu gut waren und die ganzen Builds. Und jetzt, wo das alles auf einer guten Stufe ist, werden sie die Sachen, die nicht gut funktionieren, buffen. Also jetzt wird es Zeit für Buffs demnächst. Und Albtraum-Dungeons sollen das sein, was am allerbesten Loot und Erfahrung gibt. Vor allem Erfahrung. Das soll die Endgame-Aktivität sein, die ihr auch machen solltet, weil die am effizientesten ist. Und das wollen sie auf zwei Arten und Weisen verbessern. Erstens wollen sie mehr XP für Monster und Elite-Monster geben in diesen Albtraum-Dungeons. Also ganz wichtig, die Monsterdichte wird nirgendwo erhöht. Aber sie haben gesagt, jetzt wo alle Monsterdichten runtergesetzt wurden und wo die mit dem Level zufrieden sind, denken sie darüber nach, hier und da die anzupassen. Also möglicherweise bekommen wir da einen Buff, was die Monsterdichten noch angeht. Ich hoffe es sehr. Aber man bekommt jetzt erstmal nur mehr XP fürs Vernichten der Monster in Albtraum-Dungeons und man wird die Möglichkeit haben, mit den Siegeln für die Albtraum-Dungeons sich direkt dahin zu teleportieren. Dass man sozusagen nicht mehr zwischen den Albtraum-Dungeons hin und her reiten muss, sodass wirklich Albtraum-Dungeons die beste Möglichkeit werden und nicht mit den normalen Dungeons. Denn momentan ist es wirklich so, normale Dungeons sind das effizienteste, was man machen kann zum Leveln. Und die wollen Albtraum-Dungeons als beste Methode haben. Ihr könnt euch die Seasons wie eine Fußball-Saison vorstellen. Alle, die dort teilnehmen, machen dann so gesehen ein Wettrennen. Ja, Perez, aber ganz ehrlich, es gibt Seasons auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel Destiny. Und die Seasons finde ich geiler, wenn man seinen Fortschritt behält und es kommt neuer Content dazu. Stell dir vor, wie geil wäre es, wenn du von Level 100 auf Level 120 auf einmal Content hast in der nächsten Season. Und
keine Ahnung, wenn du erst Level 80 warst, dann hast du direkt auf Level 120 Content und das Leveln auf Level 120 dauert schon mal, keine Ahnung, 2 Wochen und dann hast du noch neue Endgame-Aktivitäten und das bleibt ja auch. Weil in der Season 2 geht es dann auf 140 weiter und dann bekommst du nochmal neue Endgame-Aktivitäten und so weiter. Ich persönlich finde es geiler, wenn das einfach kontinuierlich weitergeht. Aber ich glaube auch, balancing-mäßig wäre das absolute Katastrophe erstens. Und zweitens wäre das, glaube ich, auch vom Content-Output her so schwierig umzusetzen. Ich meine, Destiny 2 schafft zwar, aber die hatten auch Anlaufschwierigkeiten. Und ich verstehe auch euren Ansatz, dass in der Season so viel balancemäßig verändert wird, dass es auch wieder Spaß macht, den Charakter von 0 zu spielen. Dass sozusagen alle wieder von 0 anfangen, dass es dann Rennen gibt, wer schafft es als erstes. Wobei dieses Leaderboard und dieses Rennen, wer es auf 100 als erstes schafft, ganz ehrlich, das interessiert sowieso nur 0,1% der Spielerschaft. Also das würde ich mal außen vor lassen, ist nicht so wichtig, aber was wichtig ist, dass sich das Level-Gefühl, also den Charakter nochmal auf Level 100 zu leveln, dass das alleine schon in der Season sich wieder anders anfühlt. Ich bin gespannt, ob es wirklich so ist. Ich habe noch nie eine Season in Diablo 3 oder Path of Exile gespielt, deswegen war das für mich immer ein Konzept, was hirnrissig war, dass man einen Charakter neu leveln muss in der Season. Ich kenne es aus Destiny 2 halt anders und viele andere Spiele machen es mittlerweile in Seasons auch anders, aber ich verstehe ARPG-Spieler, die sagen, ey, so gehören Seasons, deswegen, ich glaube, Diablo muss einen Mittelweg finden zwischen diesen Hardcore-Diablo-Veteranen, die das geil fanden, wie die Seasons funktionieren, und den ganzen neuen Spielern, die sagen, aber so funktionieren Seasons in anderen Spielen nicht. Und ich glaube, dieser Mittelweg ist ganz gut getroffen mit zum Beispiel Karte nicht nochmal neu aufdecken und dass man die Statue von Lilith nicht nochmal aufdecken muss, dass man die Story-Kampagne skippen muss. Das ist schon ein guter Anfang. Jetzt vielleicht noch die Nebenquests sich nochmal spielen müssen und dann bin ich schon recht zufrieden eigentlich. Genau. Das Problem wäre, wenn du 2 Seasons verpasst, musst du den dritten viel zu viel nachholen. Aber guck mal, Doggen, überleg dir das mal anders. Du hast das Privileg, dann direkt so viel Content zu haben. Weil es wird ja nichts resettet. Du hast so viel Zeit, wie du willst. Du hast so viel Zeit, wie du willst. Du kannst sozusagen dann die 60 Level nachholen oder nur 20, 30 Level machen und in der nächsten Season dann wieder 30 Level und so weiter. Du hast sozusagen mehr Content dann auf einmal, anstatt dass du so viel nachholen musst. Das ist ja keine Bestrafung. Du darfst so viel Content haben. Ich würde es positiv auslegen. Aber ja. Genau, Seasons in Division 2 funktionieren ja auch ähnlich. Da kommt immer noch mehr Content dazu, anstatt dass es ein Reset gibt. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt die große Waage. Wie schafft man es, dass man alle zufriedenstellt, die ARPG-Veteranen, die Seasons so gut finden mit dem Reset, aber auch die neuen Spieler, die Seasons mit kontinuierlichem Progress besser finden. Habe in Diablo 3 auch keine Season gespielt. Ich auch nicht. Ich fand das immer dumm mit dem Reset. Aber ja. Ja, aber tatsächlich ist Division 2 hat ein bisschen aufgeholt, was die Seasons angeht. Na gut, also, das auf jeden Fall dazu. Wurde sonst noch was Wichtiges gesagt? Topics. So we kind of compiled a good list of like hot topics that I think that dungeon that it is a nightmare. Also genau, hier noch mal Albtraum-Dungeons bei Edelsteine. Das haben wir schon besprochen. And that's kind of the thing we worry about here is that with all that, you know, what are we at hotfix 9 we've put out so far? We're actually at 11. We are at 11. I missed one. 11 Hotfixes schon. And you know, and with also our client patches, like we're constantly sort of poking, and if you do that with ja, sie wollen nicht die ganze Zeit Hotfixes rausbringen. Don't really want to have to it is now. So, but you'll see them. They'll just be gray. So, because there's so much renown. Also hier reden sie nochmal über das Ansehen. Das wird nicht zurückgesetzt. Also zumindest nicht alles. Nebenquests und sowas schon, aber immerhin wird die Karte aufgedeckt bleiben. Yeah. And so, like, and just to like re-clarify on the altars of Lilith, like obviously players who. Das wissen wir schon. We're looking to get it in around Season 2. Wir sagen dann nochmal, dass mit den Edelsteinen Season 2 soll das erst kommen. Change the way you acquire gems so that creators and hast du noch was verpasst? Have kind of been a little confused on how things like resistances. Ah ja, Widerstände. Widerstände sollen auch überarbeitet werden, sollen wichtiger werden. Soll aber dann auch wohl erst in Season 2 passieren. Soll auch eine Sache sein, die ein bisschen länger dauert, okay? Ihr sagt das nochmal, dauert ein bisschen länger.
Like, why wouldn't you get into Season 1? I don't understand. Well, dann erklären sie generell nochmal, warum nicht alles in Season 1 passieren kann, weil eben manche Sachen ein bisschen länger dauern. Zum Beispiel der Zertifizierungsprozess auf den Konsolen dauert anscheinend schon 2 Wochen alleine. Deswegen ja. Genau, Hardcore-Charakter Disconnects war noch ein Thema. Sehr gut, danke für den Hinweis, dass da jetzt ein Disconnect-Schutz eingeführt wird, tatsächlich für alle Spieler, dass man jetzt zwar auch Disconnects leichter cheesen kann, also man kann einfach das Strom- oder Internetkabel entfernen und dann hat man Disconnect und ist geschützt vom Tod, aber gleichzeitig sind aber auch eben die Leute, die wirklich einen Disconnect haben, geschützt vor einem ungewollten Hardcore-Tod. Soll aber nur für Hardcore-Charaktere kommen und das dauert, glaube ich, auch bis Season 1 oder 2. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. You know, I know that I've seen some lists, like people have helpfully made like some lists, like here are a bunch of quality of life fixes that we would like, or that would help me, you know, as a player. So I think what you'll see is that over time, as seasons roll out, you're going to see those. Like we've been talking about with Season 1 and Season 2, you're going to continue. Ah, guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Quality of Life Updates wird es während Season 1 und 2 noch viel, viel mehr geben, als jetzt besprochen wurde. Also vielleicht auch so etwas wie eine Overlay-Karte, auch wenn das wahrscheinlich jetzt angesprochen werden hätte werden. Nee, wie sagt man? Wenn das jetzt angesprochen werden hätte müssen. Ihr wisst, was ich meine. Es wäre angesprochen worden, wenn sowas kommen würde. Aber ja. Was hältst du von meiner Idee, wenn man alle Charaktere des Season einfach wieder auf Level 50 setzen würde? Das macht Destiny 2 manchmal. Und dann bekommt man halt eine Möglichkeit, wieder seine Items hochzuleveln, sozusagen, die man auf Level 50 jetzt hat. Ja, wäre interessant. So ein Number Crunch machen viele MMOs, macht auch Destiny 2 manchmal. Hätte angesprochen werden müssen, ja, genau. Begleiter, der zumindest das Gold aufsammelt, wurde jetzt auch nicht angesprochen. Ich glaube, sonst haben wir aber alles besprochen, oder? Gib noch mal ganz kurz durch. And we have seen some, whether it could be a disconnect or ja, Disconnects. So when you log back in after. Haben wir. But at least you can open it and see what's inside. And it gives you something to work toward. Das ist auch noch wichtig, wenn ihr Weltenbosse besiegt auf Stufe 3 oder 4, dann droppen die ja mal eine Kiste, die Level 70 oder 80 hat. Die soll auch runtergesetzt werden vom Level, dass ihr die früher aufmachen könnt. Aber es kann sein, dass da Items drin sind, die trotzdem höheres Level haben. Aber zumindest könnt ihr schon mal die Kiste früher aufmachen. Dann reden sie generell nochmal über Item Power, dass das ein bisschen verwirrend ist. Level ist niedriger, aber Item Power ist eigentlich das Wichtige. Hier nochmal der Druide, der gebuggt ist, dass ihr immer Barbaren-Uniques bekommt, das ist nicht gewollt. Sometimes if there's disappointing. Q&A. We aren't planning to change that right now. But anyway, so I interrupted your answer to give you time to eat your cookie, but are you thinking about optimizing so you can do more direct teleport? It's something we'll keep an eye on. Direkte Teleports zu Spielern sollen nicht kommen. We talked about this earlier, but we made tweaks in terms of like elite mob packs and dungeons and so forth. But we now have established a baseline. Genau, also hier sagen sie nochmal, Monsterdichte könnte vielleicht auch noch erhöht werden. Hallöchen, Annika. Du wolltest nochmal zum Q-Level sagen. Ja, stimmt. Mache ich gleich noch. Das ist wirklich nur ein Tab, das geht ganz schnell. Wenn man seinen Main-Charakter entwickeln will, hat man nichts von den Seasons. Ja, richtig. Und jetzt könnte halt die Monsterdichte auch generell wieder erhöht werden, jetzt wo sie sozusagen auf einem Minimum angelangt sind. Seasons und Seasons bleiben 3-monatig. Nächster Developer Update Livestream wird über Season 1 sein und der kommt Anfang Juli. Mehr Customization-Optionen kommen auch. Mehr Frisuren vor allem. Journal wird auch verbessert, dass man vielleicht auch abgeschlossene Quests angezeigt bekommt. Das wäre super wichtig. Hier erklären sie nochmal, wie das mit den Seasons funktioniert. Das haben sie irgendwie sich selber verwehrt. Noch 700 Slots frei auf der Statue von Lilith. Erst 300 Leute, die die Hardcore-Challenge absolviert haben. Also falls ihr jetzt noch anfangen wollt, habt ihr tatsächlich noch eine Chance. Ja, ist okay, Leon, ne? Das ist einfach so mit den Seasons. Es wird sehr, sehr viele Spieler geben, die das nicht spielen werden. Ich bin gespannt, wie viele vom Mainstream abspringen werden und ja,
die Seasons dann nicht mehr so krass gespielt werden. Ich glaube, das werden sehr viele Spieler sein. Denn ich bin der Meinung, dass jetzt Diablo 4 deswegen so erfolgreich ist, weil sie extrem viele Leute aus dem Mainstream abgegriffen haben und die werden keinen Bock haben, in der Season von neu anzufangen. Aber ich bin gespannt. We're actually digging the hole for the statue on campus. Definitely a little rock and roll. But so, das war's. Okay, Leute. Also,